Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hardware-Test hier bei uns auf dem Kanal. Wir wollen uns heute mal wieder eine Smart-Steckdose von der Firma NUI anschauen. Und das machen wir gleich nach einem kurzen Intro. Ja, wir haben hier zwei Smart-Plug-Steckdosen in einer relativ unscheinbaren Verpackung. Hier stehen nur die wichtigsten Sachen nochmal drauf. Was hier rauskommt, was hier reinkommt, gar nicht. Also hier sind nochmal so Sachen, dass man das natürlich mit dem Wi-Fi koppeln kann. Wir haben eine App-Control, wir können hier Zeitpläne einlegen und wir können das Ganze natürlich auch mit Alexa bedienen, wenn wir das denn möchten. So, ansonsten steht hier jetzt gar nichts weiter auf der Verpackung drauf. Life with Style and Ease. Sehr schön. So, jetzt gucken wir da mal rein. Mal extra diesmal meine Schere, weil das hier noch eingeschweißt ist. Einmal die Verpackung ein bisschen beschädigt. Das macht aber nichts. So, dann schauen wir hier gerne mal rein, was wir hier Schönes haben. So, erstmal haben wir hier natürlich eine Anleitung, ein Quick Start Guide. Das ist Installation. Auch auf Deutsch. Ist auch da sehr schön. Hier sind nochmal die wichtigsten Daten zu dem Gerät oder zu den Geräten. So. Ja, relativ unspektakulär eigentlich. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben hier dann das Gerät selbst. Ist, glaube ich, auch nochmal eine Folie drum. Ja, ist auch nochmal eine Folie drum. Hier natürlich ein Button zum manuellen Schalten, falls es da mal irgendein Problem geben sollte. Das gleiche hier auch nochmal. Hier ist auch nochmal ja, ein kleiner Zettel drin mit anderen Produkten, die die Firma noch anbietet. Okay. So, dann werde ich mal die Folie einmal abmachen. Was jetzt für mich hier auch eine Premiere ist, bei diesen Steckdosen, oh Gott, ist, dass die sowohl die Smart Live App unterstützen, die wir ja schon öfter hier auf dem Kanal hatten, die wir immer wieder verwenden für bestimmte Produkte. Die haben aber auch eine eigene App und die wollen wir uns natürlich auch mal anschauen. So, ich werde das Ganze jetzt hier mal kurz aufbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir jetzt mal die App runtergeladen und ich habe mich jetzt auch mal angemeldet dort. Das ist relativ easy, einfach die Namen, E-Mail-Adresse eingeben. Danach bekommt ihr einen Code per E-Mail zugeschickt. Den müsst ihr einmal hier in der App eingeben und schon könnt ihr euer Passwort vergeben. Und das war's dann auch schon. So, wir wollen jetzt mal ein Gerät hinzufügen und zwar einen NUI Clever Stecker. Dafür stecken wir den jetzt auch einmal rein. Zack. Irgendwo sollte es wahrscheinlich jetzt blinken. Ich sehe hier, ach doch, da oben. Licht blinkt schnell. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass wir ja einmal unser WLAN-Kennwort eingeben müssen. So, jetzt versucht die App das Gerät zu finden, nachdem ich jetzt mein WLAN-Passwort eingegeben habe. Müssen wir nochmal kurz warten. So, jetzt sehen wir hier, dass das Pairing erfolgreich war. Jetzt können wir dem Stecker noch einen Namen geben. Ich nenne jetzt einfach mal Steckdose. Oh ja, ich bin der Besitzer. So, hier haben wir sie. Und dann könnten wir sie schalten. Ihr seht jetzt schon, ich hatte noch die zweite jetzt mal reingepackt, weil das Pairing beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Offensichtlich muss man die App einmal zumachen und wieder aufmachen. Danach hat es dann ohne Probleme funktioniert. Das hier müsste jetzt die andere sein. Die hat jetzt einen komischen Namen bekommen. Kann man natürlich auch umbenennen. Kann man bestimmt. Hier einmal rein und dann kann man das Gerät einmal umbenennen. So, hier könnten wir das auch direkt dann mit Alexa koppeln. Das mache ich jetzt nicht, weil das würde ich dann über Smart Live machen, weil ich alles eigentlich in der Smart Live App drin habe. Von daher brauche ich diese App hier eigentlich nicht. Ich wollte es mir trotzdem einmal anschauen. Wir können hier dann auch Zeitpläne machen. Das fing natürlich auch nicht schlecht. Wir haben hier unten noch das Reise weg, damit man das zufällig immer wieder einschaltet, wenn ihr da eine Lampe dran habt, dass das dann so aussieht, als wenn ihr zu Hause wärt. So, dann haben wir natürlich auch noch einen Timer. Kannst du sagen, ja, ich nehme mal an, wie lange die an sein soll, beziehungsweise wann sie umschalten soll.
Ja, und das war's dann eigentlich auch schon in der App. Ich meine, klar, was willst du bei einer Steckdose großartig machen, ne? Okay, wir werden uns jetzt nochmal was anderes anschauen. Dafür muss ich aber, glaube ich, die einmal wieder löschen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man die in der zweiten App noch parallel betreiben kann. Die muss man wahrscheinlich dann einmal zurücksetzen. Ich würde die auch gleich einmal rausnehmen. Wie gesagt, ich werde es dann nachher in der Smart Life App haben. So, und ihr seht das schon, hier jetzt wahrscheinlich auch bei der, aber ich hatte jetzt die schon rausgezogen, fängt die wieder an, schnell zu blinken. Wir werden jetzt einmal rübergehen in die Smart Life App. Wie gesagt, da habe ich halt meine ganzen Geräte. Das macht also für mich keinen Sinn, jetzt hier eine andere App zu benutzen. Aber ich will euch trotzdem hier ganz kurz auch nochmal in der Smart Life App zeigen, wie man das macht, wie man das einrichtet. Ich habe natürlich schon ein Konto da. So, da bin ich dann angemeldet. Und dann gehen wir einfach hier oben auf Neu. So, wir haben eine Steckdose Wi-Fi. Wi-Fi natürlich. So, dann soll das schnell blinken. Das tut's ja jetzt. Das haben wir. Mein Netz ist auch okay. Das ist natürlich ein 2,4 Gigahertz Netz. Jetzt schaue ich mal, ob das jetzt mit der Einrichtung auch funktioniert. Dauert jetzt ein bisschen. Also in der Smart Life App habt ihr halt eben den Vorteil, könnt da wirklich viele Geräte oder die meisten Geräte eigentlich hinzufügen. So, das hat jetzt schon funktioniert. Es hat aufgehört zu blinken. Ich nehme mal an, dass man nämlich in der anderen App nur die hauseigenen Geräte hinzufügen kann. Hier ist es eigentlich dann auch egal. So, da hätten wir sie schon. Der können wir jetzt natürlich auch wieder einen anderen Namen geben. Das ist auch relativ easy. Hier mal reingehen. Sagen, du bist jetzt hier nicht mehr das, sondern du bist jetzt eine Steckdose. So. Könnte man sogar noch den Ort dann angeben. Das funktioniert dann auch über die Alexa-Steuerung. Alexa schreibt jetzt auch schon, dass sie da eine neue Steckdose erkannt hat. Und dann können wir das hier genauso schalten. Ne, das funktioniert auch. Genauso wie wir hier auch Timer haben. Ne? Wir können ja Zeitpläne, Countdown. Circulate ist wahrscheinlich auch sowas ähnliches. Ne, hier immer random. Also auch dieses, wenn ich weg bin, schalt mal ab und zu mal was ein. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Wir können ja noch einen Schaltlog anmachen. Ich nehme mal an, dann kann man den nicht mehr manuell schalten. Das ist also für Kinder eine Kindersicherung. Ja, das funktioniert super. So, ja, das war es dann eigentlich auch schon vom Produkttest. Wir haben alles uns einmal angeschaut. Die Einrichtung in der eigenen App, die Einrichtung in der Smart Life App. Beides funktioniert super. Die Anbindung an Alexa wird auch super funktionieren über die Smart Life App. Da ändert sich ja eigentlich da nichts dran. Und von daher kann ich dem Produkt eine Kaufempfehlung geben. Das ist jetzt auch ganz neu auf den Markt gekommen. Und ja, ich gucke nochmal ganz kurz wegen dem Preis, weil der ist ja auch immer entscheidend. Ich habe jetzt hier das Modell oder die Auswahl mit 2 Steckdosen. Die kosten beide 23,99 Euro. Ich glaube, es gibt die auch nochmal einzeln. Es gibt sie sogar im Viererpack, da kosten 39,99 Euro. Einzeln scheint es die doch nicht zu geben. Ich will jetzt aber auch nichts. Also ich habe es jetzt nicht einzeln gefunden. Ist aber auch egal. Also man kann ja auch 2 nehmen. Ich werde die sowieso benutzen, von daher, ich hätte sowieso 2 gebraucht. Also ist es dann eher für Leute, die nochmal 4 brauchen. Das ist das Angebot für 39,99 natürlich nochmal interessant. So, also das war's von mir. Es funktioniert alles super. Kaufempfehlung kann ich geben, wie gesagt. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, einen Kommentar schreiben. Ich verlinke euch das Produkt auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann können wir uns natürlich auch unterstützen, würden wir uns sehr freuen. Wir kriegen dann nämlich immer noch ein paar Cents ab, wenn ihr da drüber bestellt. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss, ciao, euer David von meindica.de.